Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Uhrennerd-Kanal. Heute mit einer weiteren Uhrenvorstellung und zwar, wie könnte es anders sein, eine G-Shock. Heute in einer speziellen Farbe. Ich bin selbst gespannt, ob sie mir gefallen wird oder nicht. Vorher darf natürlich wie immer der Wrist-Check nicht fehlen. Ich trage heute die klassische G-Shock, komme gerade von der Hunderunde und das ist so meine Hundespaziergangsuhr. Für mich eine quasi unschlagbare Uhr in der Preisklasse bis 100 Euro. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Uhr findet. Und eine Sache, die wollte ich noch erwähnen. Seit ein paar Tagen oder ein, zwei Wochen bin ich jetzt selbst am Diablo 4 spielen. Vielleicht finden sich ja von euch ein paar Uhrenverrückte, die auch gerne Diablo spielen. Wäre cool, vielleicht könnte man ja mal zusammen irgendwie online spielen. Falls ihr daran Interesse habt, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Wäre, denke ich, ganz witzig. Und ja, ab geht's mit dem Video. Viel Spaß damit. So, willkommen zur Vorstellung der Casio GA-B001SF 7AER. So heißt dieses Modell und es handelt sich um eine Uhr mit Bluetooth-Funktion. Leider ohne Solarfunktion, finde ich wieder ein bisschen schade. Aber ja, ich würde sagen, wir packen das gute Stück mal aus. Den Hangtag habe ich diesmal vorher entfernt, weil es in den Videos sonst immer etwas fummelig ist. Und ja, das wollte ich euch diesmal nicht antun. Und nachdem wir den Deckel öffnen, sehen wir, es ist eine weiße Uhr. Casio hat kürzlich zwei weiße G-Shock-Modelle veröffentlicht. Neben dieser hier auch noch eine Version der klassischen G-Shock Square. Die Bilder bzw. ein Bild davon kann ich euch jetzt auch mal einblenden. Aber wir packen jetzt erstmal das Modell hier aus. Das hat auch den Spitznamen bzw. die Modellreihe Future Oak bekommen, weil sie auch so ein bisschen an das Gerald Genta Design der Audemars Piguet Uhren erinnern soll. Ich sehe da jetzt keine große Parallele, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, kann man so sehen, wenn man das möchte. Ich packe mal kurz den Karton zur Seite. Die Box kennen ja, denke ich, alle. Also klassische G-Shock Box ist in diesem Fall ein bisschen höher als die anderen, die ich habe. Ich weiß nicht genau warum, weil die Uhr ist eigentlich relativ klein. Keine Ahnung, warum Casio das gemacht hat. Wir schauen uns das gute Stück mal an. Es kommt komplett ohne Schutzfolien, außer die in der Verpackung. Hier habt ihr mal so einen kleinen Rundumblick. Auf dem Gehäuseboden wieder der Carbon Core Guard Schriftzug. Das ist diese Carbonhülle. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Ja, soll nochmal zusätzlichen Schutz bringen, das Ganze. Ob es dann wirklich was bringt, sei mal dahingestellt. Ich halte das eher für eine gelungenes Marketing von Casio, weil beispielsweise diese Uhr hier ohne Carbon Guard oder was auch immer ist auch unzerstörbar und wird wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren laufen. Wie diese hier wahrscheinlich auch, wenn man regelmäßig die Batterie wechselt. Aber das erstmal zum Unboxing. Hier ist natürlich auch noch eine Bedienungsanleitung und eine Garantiekarte drin. Die habe ich jetzt auch mal weggelassen, weil ich denke, das wird die meisten von euch auch nicht interessieren. Aber im ersten Moment sehen wir uns jetzt einfach mal hier die Uhr an. Ich muss noch mal kurz die Modellbezeichnung ablesen. Die GAB 001SF. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Uhr, mal in einer etwas anderen Farbe. Man könnte jetzt sagen, weiß, entweder eine Sommer- oder Winteruhr. Passt natürlich irgendwie auch zu Schneegebieten, finde ich. Auffällig sind natürlich die lila Indizes auf der Uhr, beziehungsweise Stundenmarkierungen. Und ich denke, das ist auch so eines der optischen Highlights. Die Zeiger sind dann wieder in weiß gehalten mit ein wenig Leuchtmasse, die wir hier sehen können. Ich werde natürlich auch wieder versuchen, einen kleinen Loomshot für euch zu machen, aber bei der geringen Anzahl der Leuchtmasse
würde ich sagen, dass die Zeiger nicht sehr stark nachleuchten dürften. Ein witziges Gimmick, was die Uhr hat und was ich sonst noch nicht gesehen hatte bei anderen G-Shocks, ist, dass die Schriftzüge hier Protection, also dieses eingestanzte Protection und der obere G-Shock-Schriftzug mit Leuchtmasse gefüllt sein sollen. Und das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich bin gespannt, ob das in der Dunkelheit wirklich gut sichtbar sein wird. Ich versuche es für euch mit der Kamera einzufangen. Ja, und hoffe, dass es klappt, dass G-Shock da genug Leuchtmasse aufgetragen hat. Ja, sieht erstmal ganz cool aus, finde ich. Also mir gefällt auf jeden Fall, dass die Uhr sehr klein ist im Vergleich zu anderen G-Shock-Modellen. Also ich kann jetzt mal hier die Square, ich habe die jetzt etwas länger nicht geputzt, deswegen seht es mir nach, wenn sie ein bisschen schmutziger ist, die Black Beauty. Ich kann sie mal gegeneinander halten. Okay, die Square ist natürlich doch ein Ticken kleiner noch, aber trotzdem ist diese Reihe im Vergleich zu vielen anderen G-Shock-Modellen immer noch relativ kompakt. Und das hat mir dann persönlich ganz gut zugesagt. Deshalb habe ich mir gedacht, ich bestelle sie mal und probiere sie an. Ich würde sagen, direkt nach dem Unboxing nehmen wir wie immer die Maße der Uhr. Casio gibt einen Durchmesser von 46 mm an. Das überprüfen wir natürlich. Vorher einmal über den Messschieber wischen. Und ich messe hier einen Wert von 45,3 mm, also etwas kleiner als die Werksangabe. Vielleicht ist es hier von der Diagonale zur Diagonale etwas mehr. Ja, hier haben wir 45,4, aber keine 46. Ist natürlich jetzt immer noch nicht wenig, aber gibt natürlich auch G-Shocks, die deutlich größer sind im Durchmesser noch. Von daher würde ich das immer noch als eine kompakte G-Shock beschreiben, definitiv. Der Lack-to-Lack soll laut Casio 42,5, ja, jetzt spinnt der Schieber hier so ein bisschen, 42,5 mm betragen eigentlich. Kleinen Moment. So, jetzt sollte es wieder klappen. Ich schätze mal, dass damit hier dieses Maß gemeint ist, aber da komme ich nicht auf 42,5 mm, sondern auf 46,2. Und dadurch, dass das Armband ein bisschen übersteht, ja, würde ich eher diesen Wert hier heranziehen. Das sind dann so um die 57 mm, die man da hat. Sehen wir dann auch später nochmal. Also für sehr schmale Handgelenke ist die Uhr dann doch eher weniger geeignet, würde ich sagen. Und natürlich messen wir auch noch die Höhe nach. Hier gibt Casio 13,8 mm an der höchsten Stelle wahrscheinlich. Ja, das sind sie hier. Ja, ich habe jetzt hier 13,7. 13,8 hatte ich auch gerade kurz da stehen. Also das kommt hin. Hier in der schmaleren, in der Mitte ist es etwas schmaler. Also so ein leicht gewölbtes Design. Da an dem Punkt dürfte die Uhr natürlich auch etwas tiefer sein. Also keine 13,8, sondern vielleicht auch eher 12 mm an der Stelle. Aber man misst ja auch immer an der höchsten Stelle. Also der Lack-to-Lack ist relativ hoch von der Uhr. Die anderen Maße sind für eine G-Shock doch eher kompakt, kann man festhalten. Kommen wir als nächstes zu den Funktionen der Uhr. Und da hat Casio natürlich wieder einiges in petto. Ich meine, wer einen G-Shock kennt, der wird die meisten Funktionen der Uhr kennen. Ich halte nochmal den Hangtag hier in die Kamera. Hier sieht man eigentlich auch alle Funktionen ganz gut in der Übersicht. Wir haben natürlich eine schockresistente Uhr wie nahezu jede G-Shock, was ja ein Merkmal aller G-Shock-Modelle ist letztendlich. Wir haben eine Bluetooth-Funktion, mit der ihr unter anderem die Uhrzeit synchronisieren könnt über die App. Ihr könnt 300 verschiedene Städte für die Weltzeit einstellen. Ihr habt eine Telefonfinder-Funktion. Ihr könnt die Timer und Alarme, glaube ich, einstellen, also die Zeiten, die ihr da präferiert, und noch ein paar andere Sachen. Ich persönlich nutze es eigentlich nie, diese Bluetooth-Funktion. Bei den 2 Modellen, die ich habe, die mit einer solchen Bluetooth-Funktion ausgestattet sind. Ich fand es eigentlich immer eher nervig. Hätte mir auch hier lieber eine Solarfunktion und eine Funksynchronisation, eine klassische, gewünscht. Dennoch wird es vielleicht auch Fans geben. Ich persönlich finde es immer sehr
ja, umständlich einzustellen. Ich muss sagen, mit meiner Casio Solar Uhr bin ich mit dieser Zeitsynchronisation auch nicht ganz happy. Also die Uhr zeitsynchronisiert sich eher unregelmäßig. Die App ist irgendwie auch sehr ja, buggy und synchronisiert die Zeit nicht ja, zuverlässig. Von daher finde ich das leider irgendwie kein so gelungenes Feature der Uhr. Ja, wir haben natürlich eine 200 Meter Wasserdichte. Sieht man auch nochmal auf dem Gehäuseboden. Ist letztendlich auch ja, so ein Standard-Feature der G-Shock-Modelle. Ich kenne sonst keine Uhr, die weniger als 200 Meter wasserdicht ist aus der G-Shock-Reihe. Und ja, wir haben eine sehr kräftige Beleuchtung. Kann man jetzt wahrscheinlich wieder nicht sehen, weil es hier sehr hell ist gerade. No, okay, nee, das war die falsche Taste. Hier oben, da unten ist auf jeden Fall die Leuchtdiode, die das Display in der Dunkelheit dann auch wirklich sehr schön erhält. Und wir haben eine Weltzeitfunktion und eine Stoppuhrfunktion natürlich. Jetzt habe ich die schon betätigt, hier sehe ich gerade. Hier oben stelle ich sie zurück. Wir können ja einmal ganz kurz durch die Funktionen gehen. Hier sind wir in der Zeitanzeige, also in dem ja, Standardmodus, so würde ich ihn mal bezeichnen. Und was ganz cool ist, ist natürlich hier, wenn man den Mode-Knopf drückt, wie sich dieses ja, Rädchen auf 9 Uhr mitdreht. Das finde ich irgendwie, das persönlich ist mein persönliches Highlight der Uhr. Also es sieht sehr cool aus. Ich wartet kurz, ich betätige es mal kurz, wollte ich sagen. So. Und dann sieht man, das sieht irgendwie schon sehr, ja, industriell irgendwie aus, also wie so ein ja, Zahnrad oder ähnliches. Also das ist doch ein sehr cooler Effekt, den Casio sich da einfallen lassen hat, beziehungsweise ein cooles Design von diesem, ja, wie nennt man das, Totalisator, könnte man sagen. Jetzt sind wir hier ja, im Weltzeitmodus. Hier unten sind auch die Anzeigen. Also wenn hier zum Beispiel jetzt habe ich ein Problem mit dem Fokus. Hier steht zum Beispiel RCVD für Received. Wenn da ein Punkt ist, bedeutet das beispielsweise, dass die Uhr die Zeit synchronisiert hat erfolgreich. ALM heißt dann, dass ein Alarm eingestellt ist oder nicht. SIG steht für Signal. Das bedeutet, ob das stündliche Signal ein- oder ausgeschaltet ist, dieser stündliche Piepton, den man ein- oder ausschalten kann. Wir klicken aber mal weiter. Jetzt sind wir im Weltzeitmodus, wie gesagt. Dann müsste jetzt, glaube ich, der Timer oder die Stoppuhr kommen als nächstes. STW für Stopwatch, also die Stoppuhr, startet man wie immer hier unten an den Drückern, die sehr gelungen sind, wie ich finde. Also kann man sehr schön betätigen und haben auch einen sehr angenehmen Druckpunkt. Und natürlich kann man es auf der gleichen Taste dann auch wieder stoppen und ein Knopfdruck auf die Adjust-Taste setzt das Ganze dann wieder zurück. Das Negativdisplay, kann ich jetzt in dem Zug mal sagen, ist ein, ja, so semi-gut ablesbar. Also ist schon ein sehr schwacher Kontrast. Ja, gerade bei schlechteren Lichtverhältnissen würde ich sagen, kann man das jetzt nicht so super toll ablesen, aber ja, dafür sind ja auch die Zeiger da und die kann man, denke ich, durch den sehr schönen Kontrast von Schwarz und Weiß immer sehr gut ablesen. Also da würde ich sagen, das ist die beste Möglichkeit, um die Uhr einwandfrei abzulesen. Definitiv über die beiden Stunden- und Minutenzeiger, beziehungsweise jeweils einen gibt es natürlich nur. Genau, wir sind in der Stoppuhr, dann kommen wir zum Timer. Da sind standardmäßig 10 Minuten eingestellt. Sowas könntet ihr beispielsweise dann auch über die Bluetooth-App einstellen auf eurem Smartphone. Könnt ihr beispielsweise sagen, okay, ich möchte standardmäßig 30 Minuten den Timer eingestellt haben oder auch jede andere beliebige Zeit. Ich glaube, bis zu einer Stunde sind da einstellbar. Genau. Dann haben wir noch die Alarme. Da sind wie immer 5 Tagesalarme einstellbar und ihr könnt hier auch beziehungsweise das stündliche Signal ein- oder ausschalten in dieser Funktionsreihe.
und ein weiterer Klick bringt uns dann wieder zurück in die standardmäßige Zeitanzeige. Hier habt ihr dann die Möglichkeit oder auch nicht. Doch, habt ihr. In der Standardanzeige habt ihr die Möglichkeit, hier oben über den Adjust-Knopf noch verschiedene Anzeigen für das Digitaldisplay hier einzustellen. Ihr könnt euch beispielsweise die Uhrzeit nochmal als digitale Version anzeigen lassen. Ich hoffe, man kann es jetzt einigermaßen sehen. Gerade ein bisschen Fokusprobleme hier durch die Reflexion. Aber das Display wird irgendwie gerade nicht richtig scharf gestellt. So sollte es gehen. Ihr könnt euch den Wochentag anzeigen lassen, die Digitalzeit und ja, gut, das war es auch schon, sehe ich hier gerade. In dem Fall ist es hier SU für Sunday 3, da steht dann Sonntag der 3. Und unten habt ihr dann die Sekunden laufen. Und ich muss sagen, diese lilanen Indizes gefallen mir doch echt gut. Gerade diese Animation, ich lasse es nochmal laufen hier für euch, von dem Totalisator, ist halt schon sehr cool. Hat Casio, denke ich, schön gemacht. Und ja, macht einfach was her. Ich überprüfe mal kurz, ob die Uhr auch diese Hands-Free-Funktion hat. Falls die Zeiger mal sich in der Digitalanzeige befinden, kann man die eigentlich auch verschieben über einen gleichzeitigen Druck auf die Mode- und Light-Taste. Ja, das geht auch hier. Dann switchen Sie je nachdem, wo Sie gerade stehen, entweder auf die 1 Uhr oder ich glaube 7 Uhr Position. Und wenn man beide Tasten wieder gleichzeitig drückt, dann kehrt die Uhr wieder zurück in die Zeitanzeige, beziehungsweise die Zeiger stellen sich zurück. Und ja, das ist es, denke ich, auch schon alles Erwähnenswerte gewesen zu den Funktionen. Kommen wir als nächstes zum Wrist-Check. Das wird natürlich wahrscheinlich die meisten wieder interessieren. Wie sieht die Uhr am Handgelenk aus? Und hier seht ihr das Modell an meinem 16,5 bis 17 cm Handgelenk. Je nachdem, ob Sommer oder Winter ist und ob ich zu oder abgenommen habe, sind es so um die 16 bis 17 cm. Eher 16,5 meine ich. Und ich finde, dass die Uhr doch recht gut auch an mein schmales Handgelenk passt. Ich hatte so ein bisschen Befürchtung, dass der Lack-to-Lack doch etwas zu hoch sein könnte. Wir sehen natürlich hier, dass das Armband relativ lang ist. Es könnte auch ein Ticken kürzer sein für meinen Geschmack jetzt. Aber Casio will natürlich auch eine hohe Bandbreite anbieten, dass auch kräftigere Handgelenke die Uhr problemlos tragen können. Und das ist definitiv gegeben. Da ist genug Spiel. Also ich habe hier noch einige freie Löcher auf der Unterseite. Hier können wir natürlich auch noch mal kurz auf das Armband eingehen, die Schließe. Ja, ich finde, da hätte Casio sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Ist jetzt auch in weiß gehalten, passt natürlich gut zum Armband, aber hätte aus meiner Sicht ruhig auch eine lackierte Metallschließe sein können. Eine Gravur hätte ich vielleicht auch ganz schön gefunden mit G-Shock oder Casio oder ähnlichem. Das kriegen sie teilweise bei den günstigen Uhren doch auch hin. Sollte dann auch in der Preisklasse durchaus machbar sein. Die Öffnungen für die Dornschließe sind relativ breit. Also das ist sonst bei anderen Modellen doch dezenter. Wenn man das zum Beispiel mal hier sieht, sind die Löcher doch sehr klein. Bitte nicht beachten, dass das Armband gerade etwas schmutzig ist. Das ist hier doch sehr markant und deutlich größer, die Öffnungen, beziehungsweise sind. Und ja, also coole Uhr, denke ich. Also die Farbe ist natürlich sehr speziell, aber gerade durch diese lilanen Farbtupfer auf dem Ziffernblatt gefällt mir das Ganze doch sehr gut. Ich persönlich finde es doch eher eine Winteruhr. Passt für mich eher zum Winter, weil ja, ich verbinde das irgendwie den Look mit Eis und Schnee mehr als mit dem Sommer irgendwie, die Farbe weiß. Aber ich kenne auf jeden Fall auch ein paar Uhrenfans, die gerne im Sommer weiße Armbänder tragen. Passt natürlich irgendwie auch zum Strand ganz gut oder zu hellen Hemden oder anderen hellen Kleidungsstücken. Da passt die Farbe dann doch sehr gut, das stimmt. Aber für mich wäre es wahrscheinlich eher so eine klassische Winteruhr.
auf die ich gerne in einem Schneesturm gucken würde. Ja, passt, denke ich, gut. Coole Uhr, kann man machen. Als nächstes blende ich euch ein kurzes Lichtvideo ein, beziehungsweise einen Loomshot. Ich probiere es mal irgendwie in kompletter Dunkelheit hinzubekommen und mache das wie immer mit dem Handy. Und ja, genau, ihr dürftet das jetzt sehen. Ich hoffe, dass, wie gesagt, die Leuchtmasse einigermaßen gut sichtbar ist. Die Bilder, die ich dazu gesehen hatte von Casios Seite, sahen doch eher schwach aus, beziehungsweise der Leuchteffekt der Leuchtmasse war da nicht so hoch. Ich versuche es, wie gesagt, euch mal zu demonstrieren. Und ja, kommen wir zum Fazit der Casio GAB001SF 7AER. Und ja, ich muss sagen, das ist eine schicke Uhr mit einem außergewöhnlichen Design, was nicht jedem gefallen wird. Also man hat viele eckige und runde Formen auf der Uhr. Was ich sehr schön finde, sind wirklich die Drucker. Die haben einen der besten Druckpunkte, die ich bisher bei Casio-Uhren gesehen habe. Speziell bei G-Shock-Modellen. Also es ist wirklich sehr angenehm, lässt sich super drücken, nicht zu schwergängig, nicht zu weich. Und da hat Casio wirklich einen tollen Job gemacht. Die Ablesbarkeit des Digitaldisplays finde ich nicht so prickelnd, muss ich sagen. Wäre mir jetzt persönlich auch nicht so wichtig, aber gerade wenn ich so in schlechteren Lichtverhältnissen drauf gucke, jetzt gerade sieht es okay aus, aber wenn beispielsweise so ein Halbschatten, wenn die Lichtquelle von hier kommt und so ein Halbschatten auf dem Display ist, dann sieht man jetzt wie hier auf der Kamera fast gar nichts von dem Digitaldisplay. Das finde ich ein bisschen schade. Ich denke, da gibt es andere Modelle mit Negativdisplay, wo die Ablesbarkeit etwas besser ist. Dennoch würde ich sagen, dass die Hauptanzeige durch die beiden kontrastreichen Stunden- und Minutenzeiger doch sehr gut ist und von daher sollte das in der Regel kein Problem sein. Was ich eigentlich auch sehr schön finde, ist das Armband. Also das passt sehr gut, bis auf die Schließe. Da hätte ich mir eine Metallschließe und eine Metalldornschließe gewünscht. Das ist leider nur aus Kunststoff dieses Mal bei diesem Modell. Der Gehäuseboden ist wie bei allen anderen Casio-Modellen unspektakulär. Die Funktion, denke ich, bekannt. Was auch ein bisschen schade wiederum ist, habe ich ja auch schon erwähnt, dass die Uhr keine Solarfunktion hat. Finde ich immer so ein kleines Manko. Würde mir wünschen eigentlich, dass Casio das jetzt bei allen Uhren einführt, weil es ja auch irgendwie einen Batteriespareffekt hat. Ist, denke ich, eine gute Sache, wenn man weniger Batterien benötigen würde in der Uhrenindustrie. Also, und das ist ja gerade die Technologie, diese Solartechnologie, mit der das möglich wäre, sodass man beispielsweise nur alle 10 Jahre oder so die Batterie wechseln müsste oder den Akku. Aber ja, ich weiß auch, dass es Leute gibt, die keine Lust darauf haben, ihre Uhr regelmäßig in die Sonne zu halten. Gerade wenn man eine größere Uhrensammlung hat, kann das natürlich auch nervig sein. Von daher ist auch nicht jedermann ein Fan davon. Ich persönlich mag Solaruhren sehr gerne und hätte mir es auch hier gewünscht. Aber ja, wenn man da das verschmerzen kann, dann bekommt man für 149 € eine coole G-Shock, mit der man einen super Farbakzent an Zentgelenk bekommt, die nicht zu dick aufträgt im Vergleich zu anderen Modellen. Also ist sie doch relativ kompakt und wer die Farbe weiß mag und einen industriellen Look, sage ich mal, einen futuristischen industriellen Look, der sollte sich dieses Modell vielleicht genauer ansehen. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich versuche mich heute mal ein bisschen kürzer zu halten. Und ja, freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Falls euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne mal, wie euch die Uhr gefällt, ob die Farbe weiß was für euch wäre oder nicht. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, falls ihr auch Diablo 4 spielen solltet und Lust hättet, mal vielleicht eine, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt in dem Spiel, eine Gilde oder zusammen irgendwie zu zocken. Ich weiß noch gar nicht wie das läuft, ehrlich gesagt, aber hätte auf jeden Fall Lust, mit ein paar Leuten da zusammen zu spielen.
Könnt ihr gerne mal kommentieren mit euren Spielernamen und vielleicht kann man sich da ja irgendwie connecten. Alles klar, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.